An einem Strand in Schottland findet ein Spaziergänger im Sommer 2007 eine gelbe Plastikente. Sie ist verblasst, von Salz zerfressen, eines ihrer Augen fehlt. Was er nicht weiß: Diese Ente ist 15 Jahre alt und 27.000 Kilometer geschwommen. Sie hat die Beringsee durchquert, mehrere Sommer im arktischen Eis gesteckt und ist über die Stelle gedriftet, an der die Titanic liegt. Sie gehört zu einer Lieferung von 28.000 Badespielzeugen, die im Januar 1992 aus einem Frachter in den Pazifik fielen. Gelbe Enten, rote Biber, blaue Schildkröten, grüne Frösche. Was ein banaler Versicherungsfall hätte werden sollen, wurde zum größten unfreiwilligen Experiment der Ozeanographie. Diese Enten haben den Wissenschaftlern etwas verraten, das vorher kein Forschungsboot, kein Satellit und kein Computermodell zeigen konnte. Und nebenbei eine unbequeme Wahrheit ans Licht gespült. Eine Wahrheit darüber, wie viele Container wirklich jedes Jahr im Meer verloren gehen. Und warum die Industrie eine ganz andere Zahl nennt als die Wissenschaft. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren, was wirklich passiert, wenn ein Frachter einen Container verliert. Wir klären, warum tausende Stahlkisten unter der Wasseroberfläche treiben können, ohne dass jemand davon weiß. Und wir reisen einer Lieferung Plastikenten nach, die mehr für die Meeresforschung geleistet hat als ganze Forschungsbudgets. Wenn du wissen willst, wie verborgene Mechanismen unsere Welt formen, abonniere jetzt den Kanal. 10. Januar 1992. Das Frachtschiff Ever Laurel ist auf dem Weg von Hongkong nach Tacoma, an der Westküste der Vereinigten Staaten. Mitten in der Route liegt eine der gefährlichsten Stellen der Welt für Containerschiffe. Die Region südlich der Aleuten, ungefähr 500 Seemeilen vor Alaska. Hier treffen kalte und warme Luftmassen mit einer Heftigkeit aufeinander, die selbst erfahrene Kapitäne nervös macht. In dieser Nacht baut sich ein Sturm auf, der den Frachter so schräg drückt, dass 12 Container über Bord rutschen. Einer von ihnen platzt auf. Aus dem Inneren strömen 28.000 kleine Plastikfiguren in den Pazifik. Die Versicherung wird das später als Bagatelle abhaken. Was niemand ahnt: Genau hier beginnt eines der wichtigsten ozeanografischen Experimente des 20. Jahrhunderts. In Seattle sitzt zu dieser Zeit ein Ozeanograph am Schreibtisch, der mit Treibgut bereits Geschichte gemacht hat. Curtis Ebbesmeyer hatte 2 Jahre zuvor schon einen anderen Containerverlust ausgewertet. Mai 1990: 80.000 Nike-Turnschuhe waren ins Meer gefallen. Ebbesmeyer und sein Kollege James Ingraham hatten dadurch erstmals ein präzises Modell der Oberflächenströmungen im Nordpazifik zeichnen können. Als sie von den Enten hörten, wussten sie sofort, was sie da hatten. Strömungsbojen kosten tausende Dollar pro Stück. Sie sind selten, sie gehen verloren. Hier hatte der Zufall ihnen 28.000 identische schwimmfähige Markierungen geschenkt. Sie riefen Strandgänger auf, jede gefundene Ente mit Datum, Ort und Zustand zu melden. Innerhalb weniger Monate entstand ein Netzwerk tausender Freiwilliger entlang der Pazifikküste. Jede Meldung wurde in ein Computermodell namens OSCUR eingespeist. Und Punkt für Punkt zeichnete sich auf der Karte ein Muster ab, das man vorher nur vermutet hatte. Die ersten Enten erreichten Alaska bereits nach 10 Monaten, 3.200 Kilometer in ungefähr 300 Tagen. Das war erwartbar. Was nicht erwartbar war, kam später. Ein Teil der Enten driftete nicht zurück nach Süden, wie es die alten Lehrbücher vorgesehen hatten. Stattdessen verschwand er im Norden. Die Forscher rechneten und kamen zu einem ungewöhnlichen Ergebnis. Diese Enten mussten in das arktische Packeis geraten sein. Im Eis treibt nichts schnell. Eine eingefrorene Ente bewegt sich vielleicht 2 bis 3 Kilometer am Tag. Erst 15 Jahre später, im Sommer 2007, tauchten die ersten dieser Enten an den Küsten Großbritanniens, Irlands und der amerikanischen Ostküste auf. Über 27.000 Kilometer hatten sie zurückgelegt. Sie hatten die Beringstraße durchquert, das Eismeer überstanden, waren über die Wracks der Titanic gedriftet. Sie hatten bewiesen, dass es eine arktische Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik gibt, die genau so funktioniert, wie sie theoretisch vermutet hatten. Übrigens, von 28.000 Enten wurden bis heute nur etwa 1,5% jemals wiedergefunden. Der Rest treibt noch da draußen. Damit sind wir bei dem Teil der Geschichte, der unangenehm wird. Wie viele Container fallen eigentlich jedes Jahr ins Meer? Fragt den World Shipping Council, den Verband der Reedereien. Die offizielle Antwort: im Schnitt der letzten 10 Jahre rund 1.274 Container pro Jahr. Im Jahr 2024 waren es 576. Sehr genau, sehr beruhigend. Frag aber Marineversicherer und unabhängige Forscher, hörst du eine andere Zahl. Schätzungen, die jahrelang die Runde machten, gingen von bis zu 10.000 Containern jährlich aus. Die echten Zahlen liegen wahrscheinlich irgendwo dazwischen, in einem unscharfen Bereich, den niemand exakt nennen kann. Warum diese Lücke?
weil es bis vor wenigen Monaten keine Pflicht gab, einen verlorenen Container zu melden. Was nicht gezählt wird, existiert auch nicht. Erst seit dem 1. Januar 2026 schreibt eine neue Vorschrift der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation vor, dass jeder verlorene oder treibende Container sofort an das nächste Land und die Flagge des Schiffs gemeldet werden muss. Sie kam fast 70 Jahre, nachdem der erste Container überhaupt verschifft wurde. Aber wie genau verliert ein Frachter überhaupt einen Container? Ein moderner Container wiegt geladen bis zu 30 Tonnen, ist mit Zwangsbolzen, sogenannten Twistlocks, am Schiff verriegelt und durch Lashingstangen aus Stahl verspannt. Damit der ins Wasser fällt, muss einiges schiefgehen. Der häufigste Grund ist ein Phänomen, das die Schifffahrt erst seit Ende der 1990er Jahre wirklich versteht. Parametrisches Rollen. Stell dir vor, der Frachter trifft auf eine Wellenfolge, deren Länge etwa der Länge des Schiffs entspricht. Wenn die Wellenperiode dazu zufällig die Hälfte der natürlichen Rollperiode des Schiffes beträgt, koppeln sich die Bewegungen energetisch auf. Bug und Heck werden abwechselnd in die Wellen gedrückt. Der wasserlinige Querschnitt verändert sich. Die Stabilität schwankt im Takt. Innerhalb weniger Minuten kann das Schiff anfangen, mit 30-40 Grad zur Seite zu kippen. Genau das passierte mit der APL China im Oktober 1998. 406 Container gingen über Bord, 1000 weitere wurden zerstört. Heute warnen Bordcomputer vor der Resonanz. Doch bei großen Schiffen und außergewöhnlichen Wellen kann es jederzeit erneut passieren. Und damit das Detail, das viele Segler nachts wach hält. Was passiert mit einem Container, nachdem er ins Wasser gefallen ist? Die meisten sinken, aber eben nicht sofort. Eine Stahlkiste von 12 Metern, gefüllt mit Elektronik in Styropor verpackt, kann tagelang treiben. Forscher haben berechnet, dass ein 20-Fuß-Container unter günstigen Bedingungen bis zu 57 Tage an der Oberfläche bleiben kann. Ein 40-Fuß-Container das Dreifache. Das Tückische: diese Container ragen meist nur wenige Zentimeter aus dem Wasser. Auf dem Radar sind sie kaum sichtbar. Bei Nacht oder schlechtem Wetter gar nicht. Segelverbände haben mindestens 8 Fälle dokumentiert, in denen Crews ihre Yachten verlassen mussten, nachdem sie nachts gegen einen treibenden Container gefahren waren. Die Enten sind nicht der einzige Fall, in dem ein Containerverlust die Welt verändert hat. Am 13. Februar 1997 fuhr der Frachter Tokyo Express 20 Meilen vor Cornwall in eine Schlechtwetterfront. Eine Monsterwelle kippte das Schiff 60 Grad, 62 Container fielen ins Meer. Einer war voll Lego. 4,7 Millionen Teile. Viele davon ironischerweise aus Sets wie Aquazone und Piraten. Tauchergeräte, Schwerter, schwarze Drachen. Bis heute, fast 30 Jahre später, spülen Stürme noch immer Lego-Teile dieses Containers an die Strände von Cornwall. Und es gibt einen Fall, der alles in den Schatten stellt. 17. Juni 2013. Die Moel Comfort, 300 Meter lang, fuhr 200 Seemeilen vor der Küste des Jemen, als ihr Rumpf in ruhigem Wetter ohne Vorwarnung in der Mitte auseinanderbrach. Mit dem Schiff verschwanden 4293 Container in 4000 Meter Tiefe. Es ist bis heute der größte einzelne Containerverlust der Geschichte. Die Untersuchung zeigte, Schwesterschiffe der gleichen Bauart hatten bereits verformte Rümpfe. Moderne Frachter werden so groß und so leicht gebaut, dass die Stahlhaut unter der Last in einem Dauerbelastungsmuster steht, das die Materialermüdung beschleunigt. Die Mechanik unter dem globalen Containerverkehr ist fragiler, als die offiziellen Statistiken zugeben. Welche Strömungen die Enten genommen haben, weiß die Wissenschaft heute fast vollständig. Was sie aber bis heute nicht verraten haben: wie viele ihrer noch nicht angeschwemmten Geschwister tatsächlich noch da draußen unterwegs sind. Manche werden längst in winzige Plastikpartikel zerfallen sein. Manche stecken in Eisbergen, die erst in den nächsten Jahrzehnten tauen. Eine einzelne Ente, irgendwo zwischen Grönland und Spitzbergen, könnte gerade durch die Beringsee zurück nach Hause schwimmen, wo ihre Reise vor 34 Jahren begann. Und während diese Enten unsichtbar ihre Bahnen ziehen, fallen jede Woche neue Container ins Meer. Manche werden gemeldet, manche seit diesem Januar zum ersten Mal überhaupt offiziell gezählt. Welcher Strand kommt dir spontan in den Kopf, an dem du schon mal etwas Seltsames gefunden hast, das offensichtlich vom Meer angespült wurde? Schreib es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.